Buchstaben, Satzzeichen, Wörter, Informationsträger und Wegweiser. Doch was ist, wenn die Schrift keinen Weg weist? Wenn Mitteilungen, Anweisungen und Botschaften den Empfänger zwar erreichen, aber nicht verstanden werden, ihn überfordern, sogar bedrohlich wirken, so wie bei Legasthenikern. Schrift kann durchaus Angst machen. Etwas zu lesen kann zur Qual werden und man kann auch wirklich Angst davor haben, jetzt einen Satz zu sehen und zu wissen, dass man den nicht lesen kann. Festgestellt wurde die Lese- und Rechtschreibschwäche bei Malte Schocke in der 2. Klasse. Zum Glück, denn die Zeit vor der Diagnose war die reinste Qual. Das Wort ist irgendwie nicht ins Hirn reingekommen. Es ist, als würde ich das Wort nehmen und mir immer wieder gegen die Stirn klatschen. Es ging nicht rein. Und das war dann halt bei allen Wörtern der Fall. Egal wie groß, egal wie klein. Das hat sich dann halt über 2 Jahre im Grunde durchweg dann immer, also es wurde immer offensichtlicher, weil die Wörter werden ja immer schwerer. Eine Situation, die die ganze Familie belastete. Es gibt ja keine typischen Fehler, er hat einfach ständig alles falsch geschrieben. Und wenn heute ein Wort richtig war, war es morgen schon falsch. Und auch das Lesen, also der Schlüsselmoment für mich wirklich war, dass ich einfach ihn mal angebrüllt habe bei dem zweisilbigen Wort Lola. Lola zu erlesen, ging nicht im ersten Schuljahr, wo andere Kinder zum Ende des Schuljahres schon Texte oder vielleicht auch dünne Bücher lesen. Wenn man nicht weiß, dass es Legasthenie ist und die anderen es auch nicht wissen, also wenn keiner Ahnung hat, dann hatte ich persönlich habe ich daraus geschlossen, ich kann es nicht, also muss ich dumm sein. Eine rechtzeitige Therapie holte den damals 8-Jährigen aus der Verzweiflung. Wie ein intensives Rechtschreibtraining müsse man sich diese Therapie vorstellen, aber auch wie Vokabeln lernen, nur eben in der eigenen Sprache. Also vor 10 Jahren einen Text schreiben, never. 100 Wörter und dann ist Sense und jetzt, keine Ahnung, sind das irgendwie 40.000 Zeichen und mehr, die ich da schreibe und das hätte ich mir nicht träumen können. Über die gesamte Schulzeit hinweg zog Malte sein Rechtschreibprogramm durch. Mit Erfolg. Er machte sein Abi und studiert heute globale Logistik. Er liest und schreibt zwar immer noch deutlich langsamer als viele andere, doch das geschriebene Wort macht ihm keine Angst mehr. Wie der Besuch im Frankfurter Romantikmuseum zeigt. Mittlerweile habe ich meinen Frieden mit der Schrift gefunden. Ich bin jetzt mit Buchstaben, mit Schrift umgeben und ich fühle mich gut dabei. Ich kann damit arbeiten und genieße das. Nach dem Studium will Malte sich einen IT-Job in der Logistikbranche suchen. Dass er Legastheniker ist, will er dabei nicht verschweigen, auch wenn es die wenigsten merken dürften. Schönen guten Abend, Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie in Bonn. Grüße Sie. Schönen guten Abend. Wie ist das denn? Hat jeder, der nicht gut lesen oder schreiben kann, auch gleichzeitig eine Legasthenie? Also die Ursachen können ja ganz unterschiedlich sein. Also manchmal kann es sein durch einen Migrationshintergrund, es sind einfach nicht ausreichend Sprachkenntnisse da oder auch natürlich durch eine längere Krankheit. Man hat Schulausfall gehabt, Unterrichtsausfall, Corona-Zeit. Wir kennen ja viele Gründe, warum auch manchmal Unterricht nicht stattfinden kann und dann lernt man natürlich auch nicht lesen und schreiben. Aber dann hat man keine Legasthenie. Nein, dann hat man keine Legasthenie. Die Legasthenie hat eine etwas andere Ursache und zwar ist sie genetisch bedingt. Und zwar kann man auch über bildgebende Verfahren sehen, dass beispielsweise im Sprachzentrum die Synapsen, die anspringen müssen beim Lese- und Schreibprozess bei den Kindern nicht ausreichend anspringen oder gar nicht anspringen. Und das macht es dann ja auch so hartnäckig, dass es so schwer ist, überhaupt in den Lese- und Schreibprozess reinzukommen. Jetzt würde man natürlich nicht jedes Kind, wo man das vielleicht vermutet, ins MRT schicken. Wie und wann kann man denn Kinder testen lassen? Also man kann Kinder besonders gut Mitte, Ende 2. Klasse testen lassen, weil sie dann auch eine ausreichende Lese- und Schreibkompetenz haben müssten, um auch dann natürlich das zu überprüfen, wie weit ist also die Kompetenz im Vergleich eben zur Altersnorm. Wer ist da der erste Ansprechpartner?
Also normalerweise wendet man sich an einen Kinder- und Jugendpsychiater oder an ein sozialpädiatrisches Zentrum und dort hat man standardisierte Testverfahren, nach denen dann eben ja die Lesekompetenz, Rechtschreibkompetenz und auch ja andere Bereiche, wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit, Konzentration, also ganz wichtige Bereiche, die es ja auch schwer machen können. Wenn man also sich nicht ausreichend konzentrieren kann, dann kann man auch sich nicht aufs Lesen und Rechtschreiben konzentrieren. Wenn jetzt tatsächlich dann feststeht, also mein Kind hat eine Legasthenie, welche Hilfen und welche Therapien gibt es dann? Also es gibt eine ganz individuelle Therapie für eben Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung. Hat ein Kind hingegen eine Aufmerksamkeitsstörung, braucht es etwas anderes. Und das ist eigentlich wichtig, dass durch die Diagnostik beim Kinder- und Jugendpsychiater klar wird, in welchen Bereichen müssen wir unterstützen. Das heißt, hat das Kind besonders Schwierigkeiten im Lesen, braucht es eine intensive Lesefördermaßnahme oder ist mehr das Rechtschreiben betroffen oder beides? Und vor allen Dingen, auf welchem Entwicklungsstand ist das Kind, um hier auch entsprechend natürlich gezielt dort anzusetzen. Also was ganz individuell ausgetüfteltes. Und jetzt gibt es ja ein riesiges Angebot. Wie finde ich da eine richtige und vor allen Dingen eine qualifizierte Therapie? Das ist sehr schwierig. Und zwar gibt es bis heute kein anerkanntes Berufsbild für einen Lerntherapeuten. Auch die Lehrer haben im Rahmen ihres Hochschulstudiums wenig dazu gelernt, wie sie Kinder individuell fördern können, wenn eine Leserechtschreibstörung vorliegt. Der BVL hat sich deswegen auf den Weg gemacht, einen Weiterbildungsstandard zu entwickeln, dass die Eltern zumindest dann sagen, ja, wenn ich also jemand habe, der ein BVL-Zertifikat hat, dann kann ich davon ausgehen, dass der grundlegende Kenntnisse hat, wie man diesen Kindern individuell helfen kann. Genau, also das ist Ihr Bundesverband, der dieses Angebot macht. Das blenden wir nachher auch noch mal ein. Leider müssen Eltern da eine ganze Menge selber zahlen, ne? Das ist leider so. Also im Monat fallen da 200 bis 300 Euro Kosten an, die Eltern ja nicht so ganz einfach oder in vielen Fällen nicht ganz einfach zahlen können. Für uns ist es immer eine große, eine große Schwierigkeit zu sagen, auf der einen Seite zahlt die Krankenkasse die Diagnostik der Lese-Rechtschreibstörung und auf der anderen Seite werden die Eltern mit der Therapie allein gelassen. In der Schule kann oftmals nicht ausreichend geholfen werden. Ja, und wo begebe ich mich dann außerschulisch hin, wenn ich noch nicht mal weiß, ja, wer ist dann der richtige Partner, bei dem mein Kind auch gute Lernfortschritte machen kann. In der Schule gibt es ja immerhin diesen Nachteilsausgleich. Also da wird die Rechtschreibung eine Zeit lang zumindest nicht so streng bewertet. Welchen Tipp können Sie Berufsanfängern geben, also die ihre Legasthenie nicht so gut in den Griff bekommen haben, wie Malte das hat in unserem Film? Also bei Berufsanfängern ist es oftmals natürlich erstmal wichtig, so wie Malte das auch gemacht hat, sehr offen damit umzugehen, aber auf der anderen Seite für sich auch Strategien entwickelt zu haben, wie kann ich meine Schwächen gut kompensieren. Das sind beispielsweise technische Hilfsmittel, wie ein Computer mit einer Rechtschreibkorrektur, eine Vorlesesoftware, eine Rechtschreibsoftware oder auch eine Spracherkennungssoftware, wo ich meine Texte einfach einsprechen kann. Damit kann man doch sehr gut im Berufsleben dann klarkommen und so wie man es ja auch bei Malte gesehen hat, er hat das ja auch gut geschafft, in einen Bereich zu kommen, wo ihm sogar das Lesen Freude machen kann. Genau, also das ist ein gutes Ende gewesen. Hoffen wir, dass es ganz vielen so geht. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Also mit einer frühzeitigen, qualifizierten Therapie können Kinder mit Legasthenie gut lesen und schreiben lernen. Um einen Nachteilsausgleich im Studium oder in der Ausbildung zu bekommen, das wollen wir noch nachreichen, ist es ratsam, vor dem 18. Geburtstag ein medizinisches Gutachten erstellen zu lassen. Tipps und Beratungen gibt es beim Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie.